56 Angler. So machen wir das. 28 Boote. Wenn's nicht beißt, immer in Bewegung bleiben. 11 Nationen. Unbelievable, 3 Zielfische. Guter Fisch, Kescher. Komm. Und Ja, Mann. ein Pokal. Ja. Der YPC Boat 2026 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference. Shimano, Closer to Nature, Closer to People. Und dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur vorletzten Vorrundenfolge in diesem Jahr. Tailwalk glänzte am River Day vor allem beim Barschangeln und geht deshalb als Favorit aufs Großgewässer. Dahinter lauern West End und Bight of Bleak. Zwar fehlen bislang die Ausnahmefänge, dafür haben beide Teams aber alle 3 Zielfische bereits doppelt auf dem Board oder in der Reserve und somit taktisch alle Möglichkeiten. Die Niederländer von Abu Garcia sind bislang hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben und müssen heute mindestens eine Schippe drauflegen. Dasselbe gilt logischerweise auch für Frapp und Humminbird, die am River Day immerhin das Debakel abwenden und das Minimalziel in Form von 2 Wertungsfischen erreichen konnten. Zeck wiederum, sagen wir mal so, das Tabellenschlusslicht hat heute wirklich gar nichts zu verlieren. Und damit rein in 8 hoffentlich fischreiche Stunden. Schon am Morgen weht ein recht steifer Wind, der im Tagesverlauf noch zunehmen soll. Gut möglich also, dass in der ersten Tageshälfte die Weichen gestellt werden. Ab geht's! Day 2, finally lake day, or favorite day, so yeah. Yeah, so, What do you think? Yeah, I think the conditions in the moment are okay. Not too much wind. We await some more wind, but I think for the moment it's pretty cool. Yeah, this is good enough. We'll start with perch fishing. Try this spot for this area for I think 15 minutes, half an hour, and then we leave for zander fishing. That's the plan right now. Yeah, we can. If the perch are here, it's a quite small structure, so if they're here, we'll get in contact quite early. After that, we will go and catch a big zander. Enjoy. See you. Good morning, guys. Welcome to Lake Day, YPC Boat 2026. We're at a lake and we are planning to catch some perch. The cold shed is ready. The power bait is on. We are ready. I hope the perch are ready as well. The spot is quite familiar. There are like a couple of boats around already and there was one boat fishing already. So we hope it will work. Otherwise we need plan B. Or plan C. But we got different spots for today. We will take you with us to do some perch fishing and tender fishing, some pike fishing as well. So keep it up. Thumbs up for Team Abu. We're going to go for it. Herzlich willkommen auf Team Zeck. Wir sind jetzt in der 3. Episode, wie ihr auch feststellen konntet, die erste und zweite ist uns nicht ganz gelungen. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt, wollten große Fische fangen statt kleine. Ist uns fast gelungen. Wir haben einen großen Hecht, der beim Sharpshooting dran daneben geschossen ist. Und kurz vor Schluss hat erst Chris einen guten Hecht verloren. Und leider 50 Meter später habe ich auch noch eine Granate verloren. Wenn die beiden Fische im Netz gelandet wären, hätte es für uns hervorragend ausgesehen. So haben wir 0 Punkte. So, hätte Fahrradkind 0 Punkte ist 0 Punkte. Ja. Gut, wir haben es aufs falsche Blatt gesetzt und am Ende des Tages haben wir es dann verbockt. Von daher drückt uns jetzt die Daumen, dass wir zumindest wieder ein bisschen Gutmachung machen können. Schadensbegrenzung, das ist das Motto heute. Und Spaß vor allem. Spaß vor allem, genau. Ne? Weil letzten Endes, wir sind Realisten, wir wissen, dass wir eigentlich schon raus sind. Also wir wollen heute noch einen schönen Tag am Wasser haben und euch dabei mitnehmen. Day 2, big lake day. Still a lot of wind, but we made a nice plan and we have the spot for ourselves, right? Yeah, that's good. We have the spot that we want to, and now it's just a matter of are they here and are they biting? Yeah. So let's see what happens, but I have a good feeling. I have a really good feeling. So. Yeah, me too. But I also remember last year when we had a spot and we had in the pre-fishing 1 cast there
and we caught a perch. No, So we were so sure we would catch the perch that I can't be sure anymore at all. don't think about that one. But It's a new day. It's a new day. We have 3 areas here. We Yeah, will work them off slowly, first with finesse, then a little bit more aggressive. And who knows, we will see in a few minutes if they are home and willing to bite. It's a 10 minutes wait, and that wait is quite long for us because we are excited to start. You know how it is. And but we are not allowed from that guy behind the camera. He says no, you have to wait for 10 minutes. So, but it will be okay. Hi everyone, Team Frapp here. So me and Tony had a great plan. We are coming here a bit early to take a spot. And guess what? We are not first here. We are not alone. We are not alone. Yeah, but that's a good sign because all the boats are here. That means fish is here, and we all have the same conditions, right? Yeah. Now we can compete against them in the same waters. And then it won't be that. Oh, yeah, we didn't choose the right one. So everyone is here, and let's get prepared and let's go fishing. Herzlich willkommen zum YPC Boat. Die neue Episode startet gleich und wir sind richtig heiß. Der Fluss hat uns ja nicht so gelegen. Ein bisschen gebrochen. Ja, aber frohen Mutes gehen wir an Lake Day ran, weil da liegen auch ein bisschen unsere Stärken. Und Jan, was sagst du noch zu heute? Wir starten mit Barsch und sobald wir unsere ersten 2, 3 guten Barsche haben, denke ich, werden wir uns von hier wegbewegen. Vielleicht auf dem Rückweg noch einen Spot machen für Zander. Genau, und dann Gewässerwechsel. Gewässerwechsel. Genau. Und dann haben wir dort am anderen Gewässer auch noch einen Plan. Und da nehmen wir euch natürlich mit. Seid gespannt. Drückt uns die Daumen, dass es besser genau. macht als am ersten Tag. Und jetzt reißen wir es raus, Jan. Yes! Los geht's. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Team Tailwalk. Heute sind wir in der 3. Phase. Genau, 2. Tag, vormittags. Ja, und wir hoffen darauf, den ein oder anderen guten Hecht hier zu bekommen. Wir haben natürlich wieder Angst, was zu verpassen und deswegen sind wir erstmal auf dem Volkerak und werden wahrscheinlich das Gewässer wechseln, außer die richtig guten Fische kommen. Wir werden ein bisschen Spot-Hopping betreiben. Wir haben uns die Deadline gesetzt, bis Mittag hier zu fischen. Falls dann keine guten Fische gekommen sind, werden wir wahrscheinlich noch mal moven. Ja. Aber wir hoffen erstmal, dass wir die Hechte, die wir jetzt dringend brauchen, hier bekommen. Und der Zander ist aktuell, wenn man nicht pelagt, ein Lucky Punch. Ja. Da können 20, 50er kommen und dazwischen ist dann ein guter Fisch. Da pokern wir ein bisschen drauf und sonst gucken wir, was es wird. So sieht's aus. Also wir melden uns hoffentlich gleich mit Fisch. Los geht's. So Tony, we have like 15 seconds till the first cast. Yeah. I'm gonna go with Gecko 3-inch. Same for me, Gecko 3-inch, but Different color. Not raw color. Yeah. So that's a good start. One start was natural, other with some very bright and tiny color. So let's go, first cast. Yep. 3, 2, 1, 0. Jawohl. First cast. So, kein Fang. Ja. Right there. Während die Köder erstmals fliegen, schauen wir auf die Position. Abu, Humminbird und Frapp können sich im westlichen Haringfleet zum Start gegenseitig beäugen. Westin beginnt etwa 1,5 Kilometer östlich davon, während sich die anderen 3 Teams fair auf dem Volkerak verteilen. Tailwalk am Nordufer der östlichen Hälfte, Bite auf Bleak zentral auf Höhe der Schelder Rhein-Kanalmündung und Zeck weit im Westen. Wie von Chris gewünscht, bleibt die erste Einholphase bissfrei. In dem Bereich, wo wir sind, ist ultra viel Futterfisch. Ganz viele kleine Barschen. Wo die kleinen Barschen sind, sind auch die großen. Im Training war da eher so ein bisschen Frequenz. Das heißt, so keine großen Fische, aber halt ja zwischen 30 und Ende 30. Und es wäre ja schon mal was. Hauptsache erstmal was auf der Karte. Upgraden können wir dann immer. Okay, no fish on first cast. That's okay. Because many times I've had, when I cast on the first cast, then it was a bad day. So I'm happy about not to catch fish.
I would love a fishing first cast. Yeah? Yeah, I don't think it No, I hate that it. like that. I hate it. Feels so good that we don't have any wind yet. Like been crazy the whole week. This is perfect. So Tony, we need today to fill the list 3 pikes, 2 zander and 1 perch, and increase that one, right? Yeah. Yeah. Ah. This side? I was Right? right. Yeah, 100%. Yeah. Yeah. That's good news. What Good a news. bite. Good news. I'm still in What the a water. bite. Still in the water, so It's not a big one. not a big one, but No. it's bigger than the ones we have, I think. Yeah, I think so too. It's not big. Maybe that's the reason I lost. I fished No, further. no. The other one was big. I fished further. Yep. What a bite. On our goby. Gunner the goby. A super realistic goby imitation. And second cast, second bite. See how long he is and put him back. 35? Yeah, 37, I think. Ha, I can't guess anymore. 37 on the spot. First one is in. Yeah, I see it. It's bigger, huh? Think so. What a bite! It's a good spot, huh? This was a double tap. It's a good spot, huh? Good feeling this, yeah man. Good feeling. On the new Rippler. On the Rippler, the new lure. The new creature bait we have. It's a nice one, huh? Yeah, it feels really good. Yeah, but it's nice. Yep. Yes, I continue, huh? Yep, good. Super look! Good. This is 40. It's a little bit going over 40, so It's for, no, it's 40. 40, yeah. Yeah, let it go. I always respect the fish, so I put it back gently. Thank you. Show you the lure, guys. This is a Creek Crow Rippler. It's something new. It's because Ton and me, we like to fish with creature baits. And this was a project of the two of us together with our people, with the design people. And we really love it. You have to know these two wings, they are really shaking in the water when you pull. And it's just like a fantastic creature. So this color, UV Crow, perfect when the water is a little bit murky. Fisch, guter Fisch. Ja. Mach schön ruhig. Guter Fisch. Das ist ein Hecht oder was? Nee, das ist ein Barsch. Direkt hinterm Boot, ne? Mhm. Wo bist du? Komm hoch. Ich drill den aber auch wie ein rohes Ei gerade. Ein bisschen, ne? Noch nicht zu wenig. Okay, jetzt kommt er. Jawohl, jetzt! Yes! Jan, richtig geil. Kümmerst du dich um den Fisch? Ich werfe? Ja. Ich mache die Scale bereit. Ja. Und? 43.5. Okay, top. Schöner 43er. Yes! Sauber. Stark, Junge.
In Schulnoten wäre das auf jeden Fall schon mal eine 2+. Humminbird und Westin finden gut rein. Die Lokalmatadoren dagegen... It's hard. Maybe we need a little more time, but in competition fishing, every minute is too long already. Everyone is trying to not throw on a side wind, right? Because the line is making like ellipse. The tip is you try to put your line down, wait for it some time to go down, and then put it up and reel it in again, and then from some time again. So it takes out this ellipse and gets a straight line. So now you can fish, only you have to keep your rod close to the water, and then it's fishable. No fucking fish, unfortunately. We'll try the spot out there. It's just a short move because no contact here. Contact. Fish. Really? Small one. Fuck, lost it. But it was fish. Ja. Okay. Spintail? Ja. Good. Oh, tof. Biss gehabt. War direkt da vorne. Schade. Aber es war ein Mini-Barsch, glaube ich. Ich hatte den Biss, aber es ist wirklich mini. Da du wieder drillst wie ein Mädchen, kannst du nur 3 Würfel machen. Dauert noch eine Sekunde. Oh, der ist aber schwer. Ich glaube, das ist ein besserer, Jan. Ich bin da. Oh. Und diese typischen Schüttler vom Barsch. Setz ihn ein. Richtig schön. So, der kommt da hoch. Oh, Jan, das ist eine Klamotte. Yes, Alter. Bam. Sauber. Gleiches Spiel schon wieder. Ja, wir machen das einfach. Wir machen das jetzt einfach wie am Fließband hier. 41, top. Schön, Nils. Schöner 41er. Den haben wir gebraucht. Ah, yes. Fühlt sich richtig gut an. Und jetzt lass man schwimmen. Yes, 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 yes. Go to another spot, it's really close by. Also kind of plateau. So let's check if it will work out over there. It's a little smaller spot. There should be some fish around there. And it's not fished yet today, so that's good. It's kind of busy on this spot, so it's kind of hard for the perch for us to catch some perch here, because they're spooked already. The other team did good, they had 2, so good job for them. Some cast to the front and then we go to the next spot. Got contact here. Oh, nice. 2 times. Thinks this is perch. Fuck. Vorsicht. Boah. Erster Fisch im Drill. Ich habe gerade gesagt, ich muss schwerer fischen. So als Spaß. Hab den Köder gewechselt. Und auf dem Kraut geschlagen. Volleinschlag. So Guido, ich glaube, ich komme hinter dich zum Keschern. Ja. Das ist kein Riesenfisch, aber besser haben als nachher brauchen. Oh, den brauchen wir aber ganz sicher. Yes. Drin ist er. Oh, schöne Sache. Sauber. Lass drin. Mach ich. Measureboard. Ist hier unten im Livewell, wo du drauf stehst. So. Erster Fisch. Ich sag nichts, ich verschätze mich. Sowieso. Wir packen ihn einmal rauf. Stubby Shad. Gebissen auf dem Stubby Shad in 7 Inch. Ja, geil. Ich bin jetzt hier gegen.
83,5 und ein bisschen drüber. 84er. 84er Wertungsfisch. Nachdem es letztes Jahr nicht geklappt hat mit den größeren Hechten, hier schon mal ein guter Einstieg. Ja. Auf dem Stubby-Shad. Der Fisch kommt zurück. Geile das Sache. War der erste. Guido. Ich hätte einen Landehandschuh anziehen sollen. Umso kleiner der Hecht, desto größer die Verletzung, wenn die so ein bisschen schlagen. Ich habe extra schon vorgesorgt mit dem Kleinen. Ja, um solche Köder zu fischen, haben wir von Crazy die Crazy Pike in der Serie in schwer. Die hat 114 Gramm Wurfgewicht, passt perfekt für die Angelei, ist unser Einsteigermodell. Und ich fische sie auch, wenn es vielleicht ein Einsteigermodell sein mag, wirklich sehr, sehr gern, weil ich die Aufladung der Route super finde. Und die wird mich heute durch den Tag begleiten, wahrscheinlich genauso wie das hier. Aber das versorgen wir einmal und dann geht's weiter. Das nimmt man doch gerne in Kauf. Tailwalk schnuppert bereits an der Fullcard. Zeck wartet weiterhin auf Wertungsfisch Nummer 1. Ich will jetzt nochmal mit dem Crankbait das Mittelwasser abfischen. Weil es auch immer mal sein kann, dass die Fische gerade gar nicht am Boden kleben, sondern irgendwo im Mittelwasser sind. Und wenn man dann natürlich eine Etage zu tief angelt, fischt man dran vorbei. Also jetzt schicken wir mal Danny ins Rennen. Fass. Was war das für ein Winter? Das Eis ist endlich weg und die Sonne ist wieder da. Also feiern wir mit euch die Sunny Days. Einfach beliebige Produkte im Shop für mindestens 50 € shoppen. Favorisiert der Iris oder Sclera mit dem passenden Glas einfach in den Warenkorb hinzufügen. Und an der Kasse den Code SunnyDays26 eingeben und schon wird die Brille im Wert von 34,99 genullt. Nur bis zum 20.04. und nur auf hechtundbarsch.de. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Beim Bootsangeln, wenn ihr sonst 2 Kurbelumdrehungen macht beim Faulenzen, je näher ihr zum Boot kommt, desto steiler wird der Winkel. Und da könnt ihr mal ausprobieren, nur auf die Absinkphasenlänge zu achten. Und da reicht das in Bootsnähe dann schon aus, dass ihr nur eine machen müsst, um die gleiche Absinkphasenlänge zu bekommen. Wenn ihr 2 macht und da folgt gerade ein Zander, die möchten manchmal gar nicht so weit hinterher, da zieht er dem das quasi vor der Nase weg und ihr kriegt den Biss nicht. Und deswegen, je näher man zum Boot kommt, desto weniger sollte man kurbeln. Fish. Not too big. Yeah, lift. That's nice. Xander, first fish. So it's 49. Yes. Okay. I think it's been a quite windy week. The water has turned upside down, 4 degrees more cold now. So fish has moved somewhere. yeah, that's possible. But we have tried now from the 4 meters to 9 and no bites. So what to do? And I can't believe that they are in the shallows. So
they are. I think they are not active at all, and there will be some active period, but later. The morning is today not the best time. Fish on. Not big. Not big? Not big. It's a finesse shad or? Or is it fish? Yeah, it's fish. No, it's finesse shad, yeah. It's not big, but it's perch. It doesn't feel big, but you never know, eh? Yeah, finesse shad is a it's heavy rod, huh? 38 gram, eh? On the crankbait. 38 gram? The crankbait, yeah. He's coming there. It's zander. Zander. It's okay. Zander, yeah. If it's sizable, we have a full card. So we have to measure it. It's a small one. It will be tricky to be, but I think it's sizable. On the Buzzbite crank, the Buzzbite DR, one of my big favorites for crankbait fishing. We're gonna measure it. Can you see? 46. Not so very big, but it's this one means a full card for us. On the Buzzbite DR, and we let it go with respect. Yeah, nice. Yeah. Oh, this is that's better. a big This is fish. better. This is better. It's a pike or? Ah, this is big. This is big. This is big. Yeah, man. Cool. Saw the bite. Woohoo! Look, you're a crank master. I love it. You're a crank master. Oh, love it, this bite. Oh, you're crazy. I don't know what it is, but I don't think nice, it's huh? a perch. I don't know what it is, but it feels zander, heavy. maybe. It feels more heavy than the other one, so it's bigger. Now it's a perch, maybe it's a big perch. Maybe a big perch. Because if you see no, this, it's a zander. Can be a zander too, it can be both. But I think it's a big zander. I feel this. Guys, this is exciting. Oh, this is exciting. It's maybe I a tell pike, you, yeah? look at this. It can be a pike too because it's coming up, shaking heads and it goes to the right, to the left. So I would not be surprised it's a pike, but it can be everything. A 70 zander, come on. If this is a zander, it's not a small one, I tell you. Oh, this is exciting! Look at this, how much weight he has. It's a big zander, I think. Yeah. Yeah, because now he goes vertical. Never caught zander here in the... Yeah, me too. I caught You a lot. caught them, I know. Man. But now maybe with the color of the water, huh? Yeah. That they come here. It's yeah, coming. big zander. Yes! Hey, good one! Yeah! Good one! Woohoo! Oh, look! Crazy! Crazy! Really good crazy. zander, really good zander, This is man. a 65, huh? Really good zander. On the crank. Look at this, on the crank. Luke is a crank master. Very cool zander. On the crank. The Buzzbite DR. Really one of my favorite lures. Yeah, cool. This can swim. On the crank. You! Crazy. Then I'm curious for the other spot also, look. Yeah, me too. I know one thing. Sanders, they don't like a crankbait. Only when Luke is fishing it. Fies und Vierhaut würden hier sicher widersprechen, aber sei's drum. Luke und Ton holen sich die erste Fullcard und übernehmen zugleich die Führung. Zek setzt weiterhin auf ökologische Zurückhaltung. Also wir verlassen jetzt den Platz. Also wir sehen, dass ein anderes Team fängt, aber wir kommen nicht an die Packung ran und Gentleman's-like, wir lassen die natürlich in Ruhe, rücken dir nicht auf die Pelle. Vielleicht ist später der Platz weg, beziehungsweise wieder frei, dann kommen wir noch mal her nachher. Wir haben aber noch 2 Spots, das heißt, wir machen jetzt Spot-Hopping, da ist so eine Nase, da kam auch Barsch während dem Training, jetzt fischen wir die. Oh. Danach noch einen anderen. Bist du gehabt? Ja. Mach noch einen Wurf. Danach fischen wir noch einen anderen Spot, da kam Hecht und Barsch. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir da 2 rauspicken, dann sind wir erstmal happy und danach Zanderangeln. Wir bereiten uns jetzt auf die Power Hour vor mit dem Mega Live 2 von Humminbird.
haben wir die zweite Generation von Live-Gebern, die jetzt deutlich leistungsstärker ist, nämlich mit 20 Pings pro Sekunde, wo wir vorher nur 9 Pings pro Sekunde hatten. Wir haben hier eine ganz andere Technologie, und zwar haben wir einen Sender, ein Sendemodul und 256 Empfängersegmente, und dadurch können wir wirklich verlustfrei über das ganze Bild unseren Köder und auch die Fische sehen. Und wir lassen nicht nur runter, sondern wir werfen gerne an, und dafür benutzen wir jetzt erstmal den Forward Mode. Was wir jetzt machen, um den Splash, also das Aufklatschen vom Köder hier an der Oberfläche besser sehen zu können, ist, dass wir den Geber jetzt einstellen, dass er 2 Meter unter der Wasseroberfläche sich befindet. Das machen wir hier auf der Einbautiefe. Und das addiert dann 2 Meter zur Tiefe hinzu. Also wenn wir einen Fisch jetzt auf 10 Meter anwerfen, dann ist er auf 8 Meter. Nur, dass ihr das wisst, wir würden unter 10 Meter nicht auf Fische angeln. Alles klar, und jetzt geht's los. Last cast in this spot. And then we go check 2 other perch spots we got in mind. And after that we decide if we do power hour for Zender or power hour trolling for perch. It's gonna be interesting. Second spot. Water is not so clear as we expected, but we caught some perch here in training, so who knows? Yeah, so right now we're looking for some structure, some really nice hard structure to fish on like 8 meters or so. We have good fishing. It's perch, right? I think so. I think so. Oh, look there. So we found some really hard bottom, some structures, and looks like, look, we got some fish behind us, so we're gonna try with this one, I think. Yeah. Yeah. It's a nice one? Yeah, good one. Yeah. Nice perch? Nice perch. Nice perch. On the rippler. The creek row rippler. Again. This is working well. Oh, it's a big perch. On the head shake. Feels good, feels good. Feels good. But they are strong this time of year, so it's a little bit... It's okay. Oh, sorry. Oops. Not the best netting. Excuse me. Okay, cool, cool. Maybe not an upgrade on, or? Nice way to be sure, because we have... It will be an upgrade, because the smallest perch is still 30 and a bit. Okay, okay, okay. Oh, you see, he took it very nice. Maybe a little bit more even. It's 37 and a half. Yeah, 38. Then it's 38. Approved? Awesome. 38 nice birds on the Carolina rig with the TNC, the W10. My favorite rod for Carolina rig fishing. And on the new lure, the Creek Row Rippler. And we let it go. Yeah, guys. So, wir sind jetzt am zweiten Spot angekommen. Irgendwo im Nirgendwo gibt es ein kleines Detail, und es ist genau hier. Hier vorne ist unter Wasser so eine kleine Landzunge oder so eine Art Plateau. Die fällt quasi, wie soll ich es erklären? Also die fällt quasi in der Richtung. Also hier ist ja Ufer, und die geht quasi so rein vom Ufer weg, so eine Zunge letzten Endes. Und genau in den Kanten von dieser Zunge versuchen wir jetzt quasi Barsche zu fangen. Im Training hatten wir da auch welche. Und genau, probieren wir jetzt kurz aus. Side-Scan sah es auch nicht so schlecht aus, war zumindest irgendwas zu erkennen. Fisch ist da. Ob es Barsche sind, wissen wir noch nicht. Werden wir aber gleich erfahren. Und wenn nicht, ist gleich da drüben noch ein zweiter Spot. Und dann, wenn da auch nichts kommt, Sandern. Da kommt mein Köder, seht ihr das? Oh, Fisch kommt hoch. Der Fisch ist schnell. Das L-Pass? Ja.
belegt. Ist ziemlich viel los heute. Feuer, jetzt gehen wir Zander angeln. Barschenplätze sind alle belegt. Rar gesät in der Zeit. Scheiße. Got it. Fish. That's really small. Oh, it doesn't even count. Super small. They're too small, like really small. That was the nibble. That was the nibble, yeah. We have to check if it's 22 though. No, it's not. No, not even close. Not even close. Okay. Not a big one, but it's a perch. Far out in the cast and the structure there. Okay. The rod is okay there? Oh, that's a smaller one. That is an upgrade. Nice. Yeah, it's an upgrade. Oh, nice. One perch. And on the butterball as usual. Fucking love this bait. It's a 30, yeah, it's no problem to be a 30, it's just a 33. Yes. So a 33 perch. It's a 66 point on the paper and it feels good. We really need to upgrade. Yeah, old fish right now, but it's nice to at least we got some bites and yeah, this spot is delivering. So we wanted to catch perch here and we did. So yeah, that feels super good. So last year we had the problem to decide what fish we had to upgrade. This is more easy this year because we have to upgrade every fish. Ja. So. Stimmt wahrscheinlich. Die Full Card ist aber erstmal im Sack. Team Tailwalk fehlt dazu nach wie vor ein Hecht. Jigspinner weg und nochmal auf den Crank. Wir hatten echt viele Ausnahmefische. Hier immer mal wieder auf Crankbait gefangen. Und das hier ist Guidos Erfolgsköder. Das heißt, also ich darf den hier auch nicht weghängen. Da hat er nämlich im Training letztes Jahr 1,20 Meter drauf gefangen. So, Best Day Mogul Crank 5, große Tauchschaufel, das ist der Renner. Für alle, die sich immer fragen, was wir da machen, wir halten die Rutenspitze sehr tief unter Wasser, um einfach den Köder noch tiefer führen zu können. Also ich ziehe den bis auf 7 Meter runter, geworfen über dem Grund, also auch mit Grundkontakt. Da die meisten Ausnahmefische bei uns jetzt immer recht tief gekommen sind und nicht ganz flach. Aber die scheinen hier noch nicht ganz wach zu sein. Vielleicht müssen wir noch mal zurückkommen. Ja! Ah! I leave my rod in it. You know that? Yeah. It's a small one. You took it a few times then? You took a... No, he still had it. Okay. You wait also with the goby? Yeah. But it's a small one, eh? Yeah. I take it. Yeah. Come to me. Come on. Then like this. Yeah, not that small. It's quite long. Ha, it's an upgrade. Yeah, it's long. It's quite long. It's not fat, but it's long, Toon. It's 39. Yeah. Gunnar the goby. Perch candy. So 2 more in this spot, look. 2 more, good, eh? 39 centimeter. Let's put him back. Bye. Nothing, totally nothing. Pretty tense. Nothing's going on, not even a bite, nothing. For 2 hours now. 2 hours. I got 1 bite. You got one? Yeah. Time's up. Time's up. Das war die Power Hour. Wenn die nicht beißen, dann müssen wir hier weg. Und deswegen rucki-zucki Gewässerwechsel jetzt. Genau. Ab geht die Luzi. And now I have fish. Now I have a fish. Can you believe? I was stuck on the bottom. It comes off. It's a big perch, huh? It's a big perch. This is a big perch.
Not too fast. Maybe it's under again. No, it's perch. It's big Good perch. good perch. It's a good perch. Wow! Look at this W6 rod. Whoa! Whoa, he's strong. That's a bigger one, huh? That's a strong one. Whoa! Look at that. Yes! That's 3 fish. One more. Oh, it's off. And it's off the hook. It's off the hook. But this is a 40 plus. This is a the ones- 45. This is the ones we are looking for. This makes me happy. 42, I guess. Yeah. Really nice perch, a really, really good fight. And I love it. On the crankbait again. Oh yeah. Easy goes. Yeah. Yeah. Westin ist wie immer sehr variabel unterwegs und das zahlt sich offensichtlich aus. Zwar fehlen echte Ausreißer nach oben, dafür sind mittlerweile alle Nachwuchsräuber vom Bord verschwunden. Bei Bite of Bleak bleibt der Kleinfisch vorerst stehen. Verabschiedet hat sich stattdessen etwas anderes. What are you looking for? Or my fucking white bag, you know, with the baits. Can't believe it. What? We don't have my white box. No. For real. The most important thing. Yeah, I know. Fucking crazy, right? Nice that I don't forget my boat. Not sure. I thought I left it, right? I really thought I left it. Doesn't matter. We catch without bait. Oh, we got bait. It's no problem. You don't put it in, for sure? Yeah, I really thought we left it there. We didn't pick it up. No, it has to be here. It cannot be there. It is not there. It's too big for not to find it. Yep. So we got a bait there. Some we have to see. Yeah, it's no problem. But otherwise, yeah, we will see what we are doing. Yeah, it's no problem. Oder? Ist ein Barsch. Aber ich will mal nicht gierig sein. Ich bin froh um jeden Fisch. Oh ja. Okay, super. Danke dir. Aber der Kollege hat den Turbo-Louis auch voll abgeschluckt hier. Der kleine Räuber. Ja, 31, aber keine Verbesserung. Und der darf jetzt wieder schwimmen. So, und auf der Jagd nach dem nächsten. Got it. Let's go one. From a ripper. With a ripper, baby. Nice one, my friend. That's a good one, that's a good one. Okay, rub it in. Check what it is. It's perch. A good perch. That's the better one. I just had a small one below the. Here it comes. Side. Ooh, that's a good perch, huh? It's a good perch. It's a really good perch. Ooh, it can be a 50, yeah? Bam! That's a really big one. It's massive. Man, this is really big one. Ah, crazy, 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 crazy. It's a really big one. Look, man. This is the fish we need, huh? Crazy big perch, man. Man. Awesome. This is huge. Okay, let's measure quick. Wait. Yeah, it's 50. 50! Well done, my friend. Here's the 50! There you go. Woo! Have a look at this beautiful fish, man. They're so nice. Na also, endlich der ersehnte Brecher für Abu und erst der zweite Barsch in diesem Turnier, bei dem eine 5 vorne steht. Wir schauen auf den Übeltäter. We tried already a couple of lures and
opened my box and I actually want to grab another lure, but I saw this little Dex Ripper. It's a rattle bait, it's a sinking bait. And I saw it and I thought, this is gonna be the one. I put it on, I let it sink. I reeled it up for like pretty fast and then it rattles. And let it sink again and bam, 50. Let's see if there's another one against Ripper. Richtigen Fisch. So, also I can. It's heavy. So, wir sind geankert. Ja, schwerer Der Jan Fisch. ist hier in einem super Drill hier. Jetzt hatte ich gerade den Barsch und der Jan ist jetzt im Drill mit einem sehr, sehr wichtigen Fisch. Das ist wahrscheinlich ein Hecht. Das ist definitiv einer. Definitiv einer. Ja, und den brauchen wir. Wir brauchen diesen Hecht. Meine Güte. Aber das ist das, was wir gesagt haben. Ne, wir haben im Training hier mit Zeitimaging so viel Aktivität gefunden. Und deswegen angeln wir hier überhaupt. Ah, irgendwo hänge ich. So, ich bin bereit. Zur Seite, ich sehe nichts. Machst du toll, Jan. Oh, und da ist er drin. Sauber. Jawohl, Mann. Das ist schon mal echt erster das, Plan. wofür wir hier sind. Da, guck mal, ne? Guck mal hier, warte. Kriegen wir nochmal 0,5. Ist vorne an, Mike? 90. Jawohl. Jawohl, Mikey. So. Das war der Erfolgsköder. Das ist noch ein Prototyp von Lure Junks. Ein sehr kleiner, bauchiger Köder mit einem ganz kleinen Tail. Und hier sind riesige Schwärme von fingerlangen Barschen unterwegs. Deswegen habe ich mich für dieses Dekor entschieden. Und hat gestern im Training gut funktioniert. Und jetzt gerade nach einer Viertelstunde Fischen direkt dieser schöne 90er Hecht. Der ist es, Nils. Ja, dann make it happen, Junge. Make it happen. Noch einer. Ziehen raus den Lümmel. Stark! Der dritte sehr gute Wertungsfisch für Jan und Nils macht die Aufholjagd zunehmend wahrscheinlicher. Die Taktung hat inzwischen aber auch insgesamt spürbar zugenommen. Kontakt. Fisch. Nice. Fuck, you lost it? Yep. Yeah, so there it is. Yep, this is a better one. It's really a better one. Fuck. If this is a perch, it's a big one. Yeah, but I'm not. Oh, it's hitting like a. Where it is? It's quite far out. It comes now. Where it is? It's a strong one. It comes. There it is. Oh yes! Oh fuck! Yes! 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 That's a big one! Yes! That's what we're here for! Yeah. We stay. Oh yeah! Oh shit! This direction, huh? Yeah, this is a huge one, Johan. This is what we are looking for. Shit! Yeah, it's a 50. It's a 50, guys. 50 centimeter, butterbolt, parrot bleak. Oh god, this feels so good. Oh, angry one. Yes. Woo! Exactly what we needed. Oh, I feel amazing. So We can nice. bring 3 of a species, yeah? Feels so good. Exactly what we needed. What a feeling. This is fishing, guys. This is fishing. We're fishing on some really nice structures using super heavy tungsten jig head. This is a Bite Oblique 21 gram with the parrot bleak, Bite Oblique butter bolt. So great bait when you're just dragging through structure, like all fins vibrating, and yeah, love this bait. Whew. Let's get another one! Oh yeah, let's get another one. What the fuck? Wäre interessant zu wissen, was Jonas in seiner verschollenen Tacklebox überhaupt aufbewahrt. Ersatz Butterbolts? Naja, die Antwort muss warten. We got some perch and zander, and now it's time to switch areas.
we will drive to another area and do some pike fishing. And after that, some more perch and zander fishing. Let's go. Dieser Köder bringt dich garantiert zum Hecht. Der Köfi Real Vibe. Voll lackiert, semi-transparent, ultra realistisch mit Folie eingearbeitet. Der Köder hat gleich mehrere tolle Features. Zu meinen absoluten Highlights gehören vor allem der kugelgelagerte BKK-Drilling, der deinen Aussteiger aufs Minimum reduziert. Hier vorne gibt es noch eine Öse, um einen Chica-Sinker einzuarbeiten, damit man den Köder auf maximale Tiefe bringen kann, wenn die Hechte dann auch mal etwas tiefer stehen. Und jeder Köder wird mit 2 verschiedenen Tails geliefert. So ist man am Wasser farblich noch etwas flexibler und kann auf die Bedürfnisse der Hechte eingehen. Einmal ganz simpel eingeleiert, läuft er schön in der S-Kurve oder mein absoluter Favorit im Stop and Go, quasi mit halben oder ganzen Kurbelumdrehungen, je nach Rolle, um ihn schön von links nach rechts ausbrechen zu lassen. Das Gute an dem Köder: mit 180 mm Länge hat er ein Gewicht von nur 53 Gramm und ist somit an jeder normalen Hechtspinnrute angelbar. Deswegen, es gibt keine Ausreden mehr. Schnappt euch den Real Vibe, ab ans Wasser und ab an die dicken Hechte. Jawohl, erster Wurf. Auf dem Thunderspot, der läuft, so wie es aussieht. Besser oder so wie gestern erstmal? 50er. Ich nehme an der Seite. Da kommt er. Oh ne, das ist Treffer. Jawohl! Petri! Petri! Der Thunderspot läuft. Ja, wird auch mal Zeit, dass was funktioniert. Ja. Die Barschplätze sind alle belegt momentan. Es sind halt auch 14 Turnierteams unterwegs. Also egal, der ist frei. Und jetzt wird es hoffentlich richtig gut. So, Mesherboard. 57. Ja, wir haben hier einen besonderen Thunderspot, der läuft nur, wenn das Wasser auch hier lang strömt. Das kommt mit den Winden zusammen. Und wir waren gestern hier und haben festgestellt, dass hier alles gestapelt mit Zandern voll steht. Und da die guten Barschplätze belegt sind, um schnell einen Barsch abzugreifen, haben wir uns jetzt entschieden, nach dem ersten Tag, der schon sehr zäh war, jetzt erstmal ein paar Fische zu fangen, um in so einen Flow reinzukommen. Und drückt uns die Daumen, dass es so weitergeht. Dankeschön. Na, endlich! Zex bis dato blütenweißes Board bekommt etwas Farbe. Frapp käme so ein Aufbaufisch allmählich sicher auch sehr gelegen. We have spotted from this area many small pots where is not so big rocks, but some. And this area also maybe from 10 meters long rocky area there, so we can try there, because most of the time the fishes are still stopping there and standing near the rock, so we are casting down there, and yeah, but they are really not active today. Yo, Fisch! Alter, das war ein richtig sattes Tock. Ja, bei mir auch.
Also besser als gestern. Ich glaube, der ist sogar noch besser wie deiner vielleicht. Das wäre mega, wenn die etwas fühlt sich richtig gut an. Ja? Ja, schwere Kopfstöße. Sehr gut. Das könnten 70er sein. Oder ist ein Hecht. Ja, noch besser. Wo willst du rauskommen? Rechts. Hey. Guter Fisch. Oh, das ist ein Hecht. Guter Fisch. Dann würde ich mal sagen, das war der Anna-Kescher. Da ist ein Hecht. Niemals große Netz. Bitte was? Niemals große Netz. Ja, genau da. Ja, ist ein schwerer Hecht. Nee, Zander. War Kopfbereich. Aber schöner Fisch. Oh. Ich weiß nicht, ob der zählt. Das müssen wir. Der ist so noch im Kopfbereich. Kopfbereich zählt eigentlich. Ja, ne? der zählt. Oh, das ist ein 70er. Klamotte. Schöner Fisch. Petri, mein Freund. Schön dunkel gefärbt. Und dann gleich den schönen Kescher in Action hier. Der ist echt super, weil er schön leicht ist. Ne? Ja, wir haben ein paar neue Kescher im Sortiment. Das ist unser XXL Monster Kescher. Ultra leicht, mega stabil, Carbon verarbeitet. Müsst ihr euch mal angucken. Und? So, 71. Ich bin gerade mega happy. Also wir sind jetzt gerade im Zanderspot angekommen. Wir haben jetzt 5 Würfe vielleicht gemacht, den zweiten Zander und jetzt schon den ersten 70 plus Zander. Mega gut. Dann setzen wir natürlich jetzt schnell zurück. Ein mega schönes Tier. Und da geht er. Yes! Wer hätte gedacht, dass auf dem Zeckboot doch nochmal der XXL-Kescher ausgepackt werden muss? Für den Moment ist das sogar der größte Zander der Gruppe. Definitiv ein Achtungserfolg, auch wenn die richtige Musik natürlich weiterhin woanders spielt. Kleiner Hecht. Ist nicht groß. Naja, Fullcard. Ja, das könnte die Fullcard sein. Ich habe die Route noch drin. Oh. Das ist ein Zander, Alter. Zander. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist ein Zander! Oh. Das ist ein Fisch weit unten, der hängt. Ja, ich weiß, ich habe schon. Trau der Intuition, ey. Sehr geil. Ich habe gerade auf den Gummi gewechselt, wo ich gestern Zander drauf hatte. Als Fehlbiss, beziehungsweise da haben wir unscharf gefischt. Bisschen schwerer, bisschen tiefer geleiert. Und da kommt der kleine Monsterzander. Genau den haben wir gebraucht. Dann gibt es nämlich dicken Zander auf Kleinzander. Die Farbe heißt Baby Zander. Und große Zander fressen super gerne kleine Zander. Alter, was ein stabiler Fisch. Komm, mach schnell fertig. Der geht an die 80. Es ging 79. Naja, machen wir. Geil. No. Was hat er gesagt? Du darfst gerne alle Fische fangen. Ich darf gerne Gummi fischen. Ich wollte mit Gummi fischen. Und wir haben erst überlegt, beide zu cracken sind. Nee, komm, gib mir Leiergummi. Da fühle ich mich wohl mit. Und wir brauchen große Fische. Ab in Report damit und dann schauen wir mal, was die Platzierung aktuell sagt. Die anderen werden mit Sicherheit auch gefangen haben. Aber der gibt uns auf jeden Fall wichtige Punkte. Und jetzt wirklich all in for Pike. Das ist ein Brett. Guido löst Chris umgehend wieder ab und lässt Tailwalk mit dem bislang besten Zander den nächsten Schritt in Richtung Finale machen. Muss nur noch der Hecht folgen. Da ist er. Hängt. Los, schnell. Der ist direkt vom Boot rein. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist unser Mini-Pike, der uns die Fullcard bringt. Wenn der maßig ist. Der ist maßig, aber wirklich klein. Aber Fullcard. Erstmal Gibt uns für die paar Minuten wenigstens ein paar Punkte. Ja. Kleiner Pike. 45 muss er haben. Die hat er knapp.
Oh, okay, wir verschätzen uns wirklich immer. Ja, also dieser Fisch geht in die Wertung mit 64. 63,5. Der kleine, schmächtige, aber wenigstens für die Full Card ein kleiner Fisch. Upp, der wollte wirklich weg. Big Bike Weather! Das wird dazu sagen. Jawohl! Boah. Lass aber mal ganz vorsichtiger bist. Ja, aber sieht jetzt nicht so schlecht aus, ne? So kann auch mal ein 50er sein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier nicht abhauen. Nee, lass mal noch. Ich bin gerade im Fisch. Ja, aber Wir hatten das eigentlich so oft. ja, aber Zander. Ja, ein kleiner. Ja, Der zählt nicht. Der Aber zählt hüpfe nicht. nicht rein, es gibt Strafen. ja, mach ich auch nicht. Vorsicht. Ich denke nicht mal, dass er Maß hat. Zack, weg ist er. Ganz vorsichtig. Tick. Oh, das war Barsch. Nein, ich habe die Bremse noch offen. Ich Idiot. Kommt der nächste. Anwenderfehler. Hat ein sattes Top und was habe ich vergessen nach dem Drill? Genau, Bremse zuzumachen. Hier? Hast du? Ja. Jawohl. Guter Fisch? Ich bin noch gar nicht sicher, was das ist. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das ist ein großer Barsch, aber das kann ich mir jetzt hier nicht Das vorstellen. wäre natürlich geil. Nehme ich sofort. Wenn hier ein großer Barsch ist, stehen die Hechte auch noch hier. Ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Oder ein kleiner Zander, der bockig ist. Achtung. Alles gut. Ne, Zander, aber Aber der ist maßig. Da haben wir schon mal unsere 3 Zander voll, Frank. Super geil. jo. So, das ist da dran. 48,5. 49. Zack, weg ist er. Super! Der Petri. Zanderplan hat wenigstens funktioniert bis jetzt. Wir wollen Frank, uns nicht wir haben die beschweren. Zander voll. Jo! Jetzt fischen wir noch eine, ja, ich würde sagen 10 Minuten, Viertelstunde. Vielleicht machen wir noch ein kleines Upgrade. Und wenn nicht, gucken wir, dass wir vielleicht den Hechten auf die Pelle rücken, oder? Ja, ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr Sharpshooting machen. Ich glaube, dass wir versuchen müssen, den Barsch mit einzusammeln. Okay, let's go. Next spot. Let's make it a bit bigger. Big one. Dicker Fisch. Ein Fisch hier nach dem nächsten auf den Gummi. Der hat erst angestupst, ich habe weiter geleiert und dann kam er noch mal. Soll ich von hinten keschern oder? Das weiß ich noch nicht so genau. Schwimmt gerade mit. Oh oh. Ja, doch nicht so groß. Ah, Petri. danke. Guido, das Upgrade. ist ein Upgrade. Definitiv. Boah. Ja, wenn man am Fernseher sitzt, sagt man immer, was sagen die immer? Ja, Dickfisch, Dickfisch. Aber wenn man hier steht, ist es echt noch mal was anderes. Der hat sich echt gut angefühlt am Anfang. Als er dann mitgeschwommen ist, da Also wusste ein man, solider Fisch. dass das... Ja, aber ich bin ehrlich, ich dachte am Anfang, das ist ein richtig, richtig guter Fisch. Das ist ein guter Fisch, aber ich dachte, das ist ein richtiger. Wir leben doch alle für den guten Drill. Ja. Das Geil. dürfte ein Upgrade sein. Kein riesengroßes, aber trotzdem, den nehmen wir gerne. Oh, 75. 75, oder? Sehr schön. Schöner Fisch. 75er und zurück damit. Das sind 11 Punkte mehr als vorher. Ja, Ja. fällt einem Stein von Herzen, ne? Stetiger Tropfen hüllt den Stein. Stück für Stück ein bisschen weiter. 75er und ein 84er Hecht in der Wertung.
Das sind ungefähr die Fische, die wir letztes Jahr hatten. Ich meine, der Topfisch bei uns letztes Jahr war auch 84 und irgendwas in die 70 war der zweite. Aber dafür haben wir mindestens 10 Hechte noch mehr gefangen, bis wir bei der Größe waren. Ja. Und der Tag hat ja noch ein paar Stunden. Wir sind eigentlich hier für den Big Pike und den Big Zander. Und den Zander hast du ja schon, ne? Also Ziel ist irgendwie eine 1 vorzuschreiben beim Hecht. Diese Metafische, wo sind sie? Und es heißt werfen, werfen, werfen. Ich komme hier gar nicht zu irgendetwas. Das ist hier ein Wurf nach dem nächsten mit Fisch und das ist wieder ein Pike. Und das dürfte wieder ein Upgrade sein. Ja. Und wir haben ja noch einen Bonusfisch als Zander. Vorsicht. Ja, Mann! Das ist der nächste. Guido, ich hoffe, wir knacken jetzt die 700 Punkte. Netz hier bitte. 3 Würfe später, nächster Fisch. Nochmal ungefähr dahin geworfen, wo der Fisch kam. Wir sind ein bisschen gedriftet. Da war eine Struktur. Nochmal einen Wurf zurückgemacht. Und dann kam der nächste. So. Da ist der nächste. Der dürfte in Stücken länger sein. Schönes Ding. Der geht auf 82 und somit sind das 8 cm mehr. Ja, wer rechnen kann, im Gegensatz zu mir, ich sage nur Drittversuch Mathe, der kann auch 82 minus 75 rechnen und das sind 7 und nicht 8 Punkte, aber trotzdem 7 Punkte mehr. Ja, und unser Bonusfisch wechselt ja, glaube ich. Das bringt uns ja noch mal Punkte. Und der wechselt auch das Wasser hier. So, juckig sind sie, Guido. Wir machen weiter. Immer noch auf den Großhecht. Sollen wir noch mal einen Köderwechsel machen? 2 Gummis leiern jetzt. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo man das überlegen sollte. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Sagen wir mal so, ich habe ja den Köder, der läuft. Ich muss mich gerade nicht entscheiden. Ich fände es gut, wenn du beim Crank bleibst, weil darauf oft die ganz großen gekommen sind. Das ist so. Die Ausnahmefische sind auf die ganz kleinen Köder aufgekommen, wo man sich immer fragt, was ist mit denen los? Aber die Futterfische sind halt klein. Wir werden hier noch mal ein bisschen weiter fischen und sehen, ob die großen Köder mehr große Fische hervorrufen. Die Köderfrage vertagen wir auf Sonntag, denn zusammen mit Tailwalks Hecht Upgrade beenden wir die erste Halbzeit. Spätestens seit der Fullcard stehen die Zeichen bei Guido und Robin ganz klar auf Finale. Dahinter bleibt es eng. Westin ist stark in den Tag gestartet, konnte im Gegensatz zu Bite of Bleak und Abu bislang aber keinen echten Kickerfisch fangen. Sollten die Verfolger am Nachmittag also weitere Upgrades eintüten bzw. ihre Karte voll machen, könnte die Luft für Lüg und Ton schnell dünn werden. Chris und Frank hatten erneut Anlaufschwierigkeiten, konnten eine couragierte Leistung aber inzwischen mit 3 Zandern belohnen. Die rote Laterne hält dafür nun Team Frapp, das auf dem Großgewässer, bislang jedenfalls, einigermaßen verloren wirkt. Noch bleibt aber Zeit für Ergebniskosmetik und Tabellenwirrwarr. Ich verspreche euch, das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Deshalb Sonntag 18 Uhr zur entscheidenden Episode in Gruppe D einschalten. Ciao!